es ist wieder Lockdown, die Zeit der einsamen Herzen. Aber Gott sei Dank glühen ja die Dating-Plattformen. Und wir haben mal so rumgefragt, was da wirklich abgeht. Also ich komme gerade tatsächlich von einem Tinder-Date. Ach wir was? Wir sind an der Außenalster gerade rumgelaufen, aber tatsächlich auch alles Social Distancing, also alles auf Abstand. Die sozialen Medien jetzt natürlich, also das ist jetzt... Also du tinderst jetzt fleißiger als vorher? Ganz fleißig jetzt auf jeden Fall. Also ich habe Grindr genutzt und Tinder genutzt, Grindr schon vor längerer Zeit. Und auf Tinder bin ich der Meinung, suchen die Leute irgendwie, also die Männer suchen da die große Liebe und bei Grindr immer nur so für eine schnelle Nummer. Das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Heten und Schwulen, glaube ich, bei der Nutzung von Tinder. Ich glaube, dass da auch auf allen Seiten irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht Frustration ist, weil man kann sich ja nicht wirklich treffen. Auf der anderen Seite, bei einer Freundin von mir hat es jetzt gut funktioniert. Die hat jetzt gerade vor ein paar Wochen jemanden bei Bumble kennengelernt und die haben sich dann auch unter Corona-Auflagen irgendwie draußen zum Spazierengehen getroffen. Ich habe auch Freunde oder Bekannte, bei denen es dann schwieriger ist, weil sie dann vielleicht abends auch irgendwie unterwegs oder erst abends Zeit haben. Und jetzt natürlich, wo es so früh dunkel wird, ist es auch nicht so easy und nicht so schön, dann abends irgendwie spazieren zu gehen. Mhm. Ich finde es halt schwierig, wenn man sich nicht treffen kann. Also theoretisch zum Spazierengehen und so, aber ich habe das Gefühl, dann wird es immer mehr schreiben und dann dauert es halt, bis man sich zum ersten Mal wirklich richtig sehen könnte. Deswegen, ich kenne schon einige, die das jetzt auch gemacht haben in der Lockdown-Zeit und ich habe es bisher aber noch nicht ausprobiert. Na klar, man kann sagen, hey, ich treffe mich direkt bei jemandem zu Hause, aber da bin ich jetzt nicht persönlich der Typ für, mich da direkt mit irgendjemandem zu Hause zu treffen, ist dann vielleicht auch nicht so sicher. Hast du jemanden noch getroffen jetzt in der Lockdown-Zeit? Irgendwie? Letztens nicht. Gar niemanden? Jetzt gerade ist ja Pandemie, also ich finde es richtig anstrengend, die ganze Zeit zu schreiben und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, ob man sich jetzt trifft oder nicht. Und gerade ist irgendwie Flaute, also was Online-Dating angeht. Aber so spazieren gehen auf Abstand und sowas, ist das nicht eigentlich ziemlich safe? Ja, aber ich habe irgendwie nicht so die Lust einfach. Das ist doch ganz cool, wenn man sich vielleicht zum Spazierengehen an der Alster trifft. Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht schlecht, weil du dann ja gezwungen bist, dass du dich halt unterhältst die ganze Zeit. Ja, also eigentlich bin ich da gar kein Fan von, hatte die App, glaube ich, jetzt auch 3-4 Wochen deinstalliert, aber habe jetzt dann doch wieder gesagt, okay, ist doch mal wieder schön, vielleicht jemanden kennenzulernen. Und aber für mich persönlich hat es noch nicht so wirklich geklappt. Weil man ja, keine Ahnung, auch dann viel Zeit irgendwie hat, mit sich selber zu beschäftigen und dann vielleicht auch noch genau auswählt, mit wem man sich dann treffen möchte, weil man es ja schon sehr reduziert. Und ich würde dann jetzt auch nicht jeden treffen, wenn ich jetzt so denken würde, ja, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht und dafür dann jetzt so einen Kontakt in Kauf nehmen, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Wir haben uns über Tinder kennengelernt. Ich hoffe, nein. Wie cool. Und ihr seid tatsächlich seitdem auch ein Paar? Ja. Dann seid ihr ja quasi echt ein richtiges, echtes Lockdown-Paar. Nee, schon ein bisschen länger. Vorher schon? Und Tinder schon gelöscht? Nee. Stichwort Flirten in der heutigen Zeit. Wie macht man das noch, wo alle Frauen irgendwie mit der Maske unterwegs sind? Oder turnt das vielleicht sogar an? Also ich mache es hauptsächlich vom Spiegel jetzt. Ja, das sind meine sozialen Kontakte. Und das läuft ganz gut soweit. Also du machst dich immer noch an so? Mach mich immer noch an und manchmal klappt das auch. Und dann sage ich auch ja.